Ihr Lieben, am 18. September steht uns der starke Vollmond in den Fischen bevor. Und ich sage nicht umsonst stark, denn er ist fast der naheste und größte Vollmond dieses Jahres, ein sogenannter Supervollmond, der nur noch vom Supervollmond am 17. Oktober übertroffen wird, der dieser Erde noch näher ist. Es stehen uns also jetzt im September und im Oktober gleich 2 Supervollmonde bevor. Und ja, dieser starke Vollmond wird uns nicht nur sehr hell ins Gesicht leuchten oder uns auch erleuchten, denn er bringt sehr intensive Energien und Konstellationen mit sich. Denn wir werden jetzt ganz stark dazu aufgefordert, in all den Turbulenzen im Außen, die uns oft mitreißen, innezuhalten und unser Leben, unsere alten Glaubensmuster sowie alles, was um uns herum geschieht, ja, unseren bisherigen Weg zu hinterfragen. So viele stehen jetzt genau an diesem Punkt durch die großen Veränderungen, die auf uns wirken. Sich zu fragen, was brauche ich wirklich, was ist es, was mich belastet und wie möchte ich weitergehen. Und trotz all der Schwere, die diese Zeit des Wandels mit sich bringt, erhalten wir jetzt die Chance, und so viele tun es bereits, sich aus alten Lebensmustern zu befreien. Aus dem alten Hamsterrad, den wir nicht mehr hinterherrennen wollen, aus dem alten Kleid, das nicht mehr zu uns passt, aus den alten Schuhen, in die wir nicht mehr bereit sind, uns hineinzuzwängen. So vieles offenbart sich jetzt. Die Energien wirbeln alles durcheinander und alles wird geprüft, vor allem Wahrheit und Wahrhaftigkeit, und es löst sich auf, was keinen Bestand mehr hat. Nichts ist mehr sicher, an dem wir uns festhalten können. Und noch dazu kommt diese volle Mondin mit einer partiellen Mondfinsternis daher, was das Ganze noch intensiviert, denn Finsternisse haben immer eine schicksalhafte Bedeutung. Alte, vermeintlich abgeschlossene Themen kommen nochmals ans Licht, die sich endgültig lösen wollen und uns auch zu sehr wichtigen Erkenntnissen führen können. Oh ja, die Energien bewegen sich jetzt mit großer Geschwindigkeit hin zur Bewusstwerdung in allen Bereichen. Und vielleicht sollten uns auch die schrecklichen Ereignisse, die diese Welt vor 23 Jahren am 11.09. erschüttert und verändert haben, wieder daran erinnern, die Dinge zu hinterfragen und nicht alles hinzunehmen, was uns als die Wahrheit präsentiert wird. Doch zurück zum Vollmond, ihr Lieben. Am 18. September stehen sich die Sonne in der Jungfrau und der Mond in den Fischen zum Vollmond gegenüber. Und ja, Element Wasser, Reinigung, Bereinigung, Verbindung. Und ja, dieser Vollmond steht nah bei Neptun. Und mit ihm geht es neben all der jungfräulichen Vernunft, die uns jedoch in dieser turbulenten Zeit oft nicht weiterhelfen kann, um unsere Intuition als wichtigsten Navigator durch diesen Wandel.
Ja, es geht darum, unser Denken und Fühlen in Einklang zu bringen, denn wir fühlen jetzt immer mehr. Wir werden immer sensibler für all die Energien um uns herum, was sich richtig anfühlt, was der Wahrheit entspricht, was zu uns gehört oder eben nicht. Und all das wird jetzt von dieser vollen Mondin hell beleuchtet. Und die Verbindung mit Neptun führt uns genau dahin, zu dem, was wir bisher nicht greifen konnten oder einfach verdrängt haben. Doch das funktioniert jetzt nicht mehr oder macht sich anderweitig bemerkbar. Die Venus steht zu diesem Vollmond in Opposition zu Chiron, was uns auch unsere alten Muster und Zwänge, vor allem unsere Beziehungen und Werte betreffend, bewusst werden lässt. Und ja, mit Chiron geht es um die Heilung der alten Wunden, die uns jetzt vielleicht nochmals aufgezeigt werden, aber auch die Möglichkeiten zur Heilung, indem wir uns jetzt für uns und unsere Bedürfnisse entscheiden, was auch loslassen heißt, was nicht mehr zu uns gehört. Es gibt kein Drumrum mehr, ihr Lieben. Stimmen wir uns jetzt mit diesem starken Supervollmond auf die letzten Monate dieses Jahres 2024 ein. Und ja, die Zeit rast nur so und nicht nur gefühlt immer schneller, denn auch die Erdrotation beschleunigt sich immer weiter. Manifestieren wir, was wir uns für unsere Zukunft wünschen und verändern möchten. Setzen wir klare Absichten, richte dich positiv aus, denn das Universum hält so viele Überraschungen, Begegnungen und Möglichkeiten für uns bereit. Frage dich, was du wirklich willst und schaffe den Raum für das Neue, das zu dir kommen darf, wenn du deinem Herzen folgst. Mit der starken Erhöhung der Sonnenaktivität dringt jetzt immer mehr sehr hohe solarkosmische Strahlung durch unser schwaches Erdmagnetfeld zu uns. Ja, immer mehr kosmisches Quelllicht kommt bei uns an, das die Veränderungen auf und in dieser Erde und damit auch unsere persönliche Entwicklung unaufhaltsam beschleunigt. Unser Energiefeld empfängt all die kosmischen Informationen und Downloads, ist online sozusagen und die Energien sind jetzt unfassbar eindeutig. Es ist unsere Entscheidung, das Alte hinter uns zu lassen und uns für das Neue zu öffnen. Denn unser neuer Weg liegt praktisch vor uns. Die Strukturen der alten Dimension lösen sich auf und zerfallen immer mehr. Und deshalb habe keine Angst, dich zu verändern, anstatt zurückzuschauen und die alten Energien weiter zu nähren. Solange du Energie hineingibst, wird es dich beeinflussen. Doch nur wo Raum ist, kann Neues entstehen. Durch das Loslassen und die vollkommene Entleerung all dessen, was nicht mehr zu uns gehört, was uns begrenzt, klein hält, einengt, öffnet sich die Tür zu diesem neuen, lichtvollen Lebensstrom, ja, zu deiner wahren Schöpferkraft.
Lass dein Licht leuchten, wundervolle Seele, und verbinde dich mit der tieferen Ebene des Wissens, die weit über die Wahrnehmung des Verstandes und der bislang begrenzten Vorstellungskraft hinausgeht und sich in unserer Verkörperung hier auf dieser Erde ausdrücken will. Deine Seelenpräsenz möchte leuchten, sich ausdehnen, und diese Welt braucht noch viel mehr von uns. Und damit sende ich euch alles Liebe, eure Silvia.